Bangkok ist eine Stadt, über die jeder eine Meinung hat. Die einen lieben sie, die anderen sind komplett überfordert. Die fahren wirklich wie die Verrückten hier, das ist Wahnsinn. Also wollten wir herausfinden, wie Bangkok wirklich ist. Und ganz ehrlich, auf das, was uns in den nächsten Tagen erwartet hat, waren wir definitiv nicht vorbereitet. Gib uns die Zähne gerade. Willkommen in einer der beeindruckendsten Metropolen der Welt. Willkommen in Bangkok, Leute. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viel zu sehen. Wir stehen gerade vor dem Wat Arun, einer der Wahrzeichen hier von Bangkok. Wir werden in den nächsten Tagen gemeinsam unterwegs sein und diese Stadt erkunden. Es gibt ein pulsierendes Nachtleben und vor allem gibt es auch authentisches Streetfood hier. Also ich würde sagen, lasst uns loslegen. Let's go! Wir hatten genau 3 Tage Zeit, um Bangkok zu erkunden. Und wir wollten wirklich jede Minute nutzen. Und wie könnte man besser in Bangkok starten als mit gutem Essen? Hier haben wir uns ein besonderes Leckerbissen rausgesucht, und zwar das Restaurant mit dem Namen Prachuap. Das Restaurant existiert seit über 100 Jahren und ist ein absoluter Klassiker hier in Bangkok. Hier gibt es ganz besonderes Fleisch, und zwar Entenfleisch, Roasted Duck. Lass uns mal gemeinsam herausfinden, wie der schmeckt. Auf geht's! Schon beim Reingehen war sofort klar, was hier die Spezialität des Hauses ist. Hinter einem Schaufenster wurde eine Ente nach dem anderen zerlegt und angerichtet. Und ganz ehrlich, nach ein paar Sekunden Zuschauen hatten wir sofort Hunger. Also haben wir uns hingesetzt, bestellt und gespannt auf unser Essen gewartet. Während wir auf unser Essen gewartet haben, wurden wir plötzlich von einem ziemlich gut gelaunten Herrn angesprochen. Mit Sonnenbrille, bester Laune und vermutlich nicht mehr ganz nüchtern hat er versucht, ein Gespräch mit uns anzufangen. What's your name? Your name, what's your name? My name is Das Problem war nur, dass wir uns gegenseitig kaum verstanden haben. Trotzdem hatte er sich davon nicht aufhalten lassen und die Unterhaltung einfach weitergeführt. Kurze Zeit später stand unsere Bestellung dann auch schon vor uns. Und optisch sah das Ganze wirklich extrem vielversprechend aus. Schaut euch das hier mal an. Und zwar haben wir hier einmal Roasted Duck. Das soll besonders berühmt sein, hier dieser Ort, weil die so zart sind. Die Ente war unglaublich zart und gleichzeitig richtig aromatisch. Wow. Dazu die leicht süßliche Soße und der Reis, eine Kombination, die einfach perfekt funktioniert hat. Definitiv ein gelungener Start in unser Bangkok-Abenteuer. Ein besseres Mittagessen hätten wir uns für unseren ersten Tag in Bangkok wahrscheinlich kaum aussuchen können. Gut gestärkt ging es für uns danach weiter Richtung Altstadt. Thank you, bye bye. Und dafür haben wir uns eines der beliebtesten Verkehrsmittel in Bangkok ausgesucht. Anstatt ein Taxi zu nehmen, wollten wir Bangkok vom Wasser aus erleben. Eine bequeme Möglichkeit, hier in Bangkok voranzukommen, sind die Boats, die Public Boats. Wir sind jetzt zum Beispiel an einer Station angekommen und die fahren dann wirklich sehr, sehr angenehm die wichtigsten Sightseeing-Spots eigentlich ab. Und es ist schon mal ein absolutes Erlebnis, auch mit diesem Boot auf diesem Wasser, auf dem Fluss zu fahren. Also sind wir auf eine der öffentlichen Boote gestiegen, die täglich tausende Menschen durch die Stadt transportieren. Und schon nach wenigen Minuten hatten wir das Gefühl, Bangkok von einer völlig anderen Seite kennenzulernen. Vom Wasser aus bekommt man einen ganz anderen Eindruck von dieser riesigen Stadt. Wir sind unterwegs auf dem Chao Phraya, dem Fluss hier in Bangkok, Leute, und schaut euch diesen Anblick mal an. Wir haben uns ein Boot genommen, das ist auch das, was ich euch definitiv empfehlen kann. Wenn ihr hier in Bangkok seid, schnappt euch so ein Cityboat, entweder so ein Touristen- oder so ein Public. An diesem Fluss entlang findet ihr alle wichtigen Sehenswürdigkeiten, zum Beispiel den Wat Arun. Da fahren wir jetzt nämlich hin, um den Sonnenuntergang zu genießen. Es ist wirklich eine Top-Empfehlung meinerseits. Eigentlich wollten wir direkt zum Wat Arun und als wir den Tempel langsam am Ufer auftauchen sahen, waren wir wirklich beeindruckt. Doch dann haben wir uns spontan umentschieden. Denn ganz in der Nähe befindet sich ein Ort, den wir unbedingt sehen wollten. Der Wat Po-Tempel gehört zu den bekanntesten Tempelanlagen in ganz Thailand und schon beim Betreten merkt man schnell, warum. Die gesamte Anlage ist riesig. Überall entdeckt man Tempel, kunstvolle Verzierungen und unzählige Buddha-Statuen. Es ist eine riesengroße Tempelanlage mit 1000 Buddha-Statuen, so wie ihr hier die seht. In keinem anderen Ort in ganz Thailand gibt es so viele Buddha-Statuen wie hier. Wow. Das eigentliche Highlight wartete allerdings im Inneren eines der Tempelgebäude. Und ganz ehrlich, selbst auf Bildern kann man kaum erfassen, wie gigantisch diese Statue tatsächlich ist. Der goldene liegende Buddha ist 46 Meter lang und füllt fast das gesamte Gebäude aus. Je näher man kommt, desto beeindruckender wirkt die Statue. Das absolute Highlight dieses Tempels ist dieser riesige lange Buddha. Schaut euch das mal an. Der ist 46 Meter lang und hat eine Höhe von 15 Metern. Alles, was ihr im Hintergrund seht, ist auch wirklich komplett vergoldet.
Wow, was für ein Anblick. Vor allem die Größe und die vielen kleinen Details machen diesen Ort wirklich einzigartig. Hier im Tempel gibt es ein sehr interessantes Ritual, und zwar diese Münzschalen. Es sind insgesamt 108 Stück und da wirft man in jede einzelne eine Münze rein und das soll anscheinend Glück bringen. Wenn ihr in Bangkok seid, schaut euch unbedingt diesen Wat Pho an. Es ist wirklich einer der schönsten Tempel, finde ich. Hat wirklich sehr schöne Räume, diesen riesengroße Buddha-Statue aus Gold. Spätestens hier wurde uns klar, warum Wat Pho zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten Bangkoks gehört. Nach unserem Besuch wollten wir Bangkok aber auch aus einer ganz anderen Perspektive erleben. Also sind wir, bevor es zurück ins Hotel ging, in ein Tuk-Tuk gestiegen und haben uns durch das Verkehrschaos der Stadt fahren lassen. Und ganz ehrlich, allein die Fahrt macht schon Spaß. Links und rechts ziehen die Lichter der Stadt vorbei, überall hupt es und trotzdem scheint hier irgendwie alles zu funktionieren. Wenn ihr in Bangkok seid, empfehle ich euch, eine von diesen Tuk-Tuks zu nehmen. Es ist wirklich eine geile Möglichkeit voranzutreiben. Es ist so heiß hier und am Abend dieser Wind, diese Brise, die tut so gut. Ist zwar eine wackelige Angelegenheit, deswegen immer festhalten, aber macht richtig Spaß, Leute. Damit ging unser erster Tag in Bangkok langsam zu Ende, aber das war eigentlich nur der Anfang. Am nächsten Morgen ging es für uns direkt nach Chinatown, einer der lebendigsten und bekanntesten Stadtteile Bangkoks. Hier gibt es ein Gericht, das in Bangkok fast schon Kultstatus hat. Ein Oyster-Omelette. Schon beim Zuschauen läuft einem ehrlich gesagt das Wasser im Mund zusammen. Auf der heißen Pfanne wird eine Mischung aus Ei, Teig und Austern knusprig ausgebacken. Und so schauen dann die Austern bzw. Omelettes teilweise aus. Hier läuft die Produktion wirklich auf Hochtouren. Die Eier werden frisch aufgeschlagen, die Austern kommen direkt von der heißen Platte und wenige Minuten später steht schon das nächste Gericht fertig vor den Gästen. Das Ganze sieht nicht nur extrem frisch aus, sondern riecht auch unglaublich gut. Ich bin echt gespannt, ob das Oyster-Omelette seinen Ruf gerecht wird. Unsere Omelettes sind angekommen, Leute, schaut euch das mal an. Ehrlich gesagt wussten wir überhaupt nicht, was uns geschmacklich erwarten würde. Rein damit? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wow, es ist extrem soft. Du hast diesen intensiven Eigeschmack, ganz klassisch, leicht gesalzen, leicht gewürzt, überhaupt nicht aufdringlich, aber es zergeht im Mund, als ob das softeste Omelette wäre, was ihr euch vorstellen könnt. Wirklich sehr lecker. Nach dem Frühstück Thank you, bye sind bye. wir noch etwas durch Chinatown geschlendert und haben die Gegend auf eigene Faust erkundet. Wir sind in Chinatown angekommen. Leute, was soll ich sagen? Es ist wirklich ein cooles Viertel, die ersten Eindrücke. Es ist laut, es ist schrill und die Gerüche an den Seiten bei diesen ganzen Streetfood-Läden, das ist wirklich phänomenal. Wir werden jetzt mal die Straße, die Hauptstraße, die Yellow Road, etwas entlang laufen. Mal sehen, was wir gemeinsam entdecken werden. Egal wohin man schaut, gibt es hier etwas zu entdecken. Vor allem die unzähligen chinesischen Schriftzeichen und die typischen Stromkabel verleihen dem Viertel einen ganz eigenen Charakter. Teilweise fühlt es sich fast so an, als wäre man in einer komplett anderen Stadt gelandet. Es macht wirklich viel Freude, hier entlang zu laufen. Es ist überall quäliges Leben, es ist sehr viel los und überall diese Streetfood-Stände, Leute. Irgendwelche Sachen, die ich noch nie in meinem Leben teilweise gesehen habe. Aber es riecht gut und es schmeckt sicherlich auch gut. Wir haben den einen oder anderen Spot schon ausprobiert. Schau, wieder ein nächster Streetfood-Stand. Irgendwas wird hier gebraten, ich weiß nicht, was das ist. Schaut aber auch sehr interessant aus. Und der nächste Streetfood-Stand, schaut euch das an. Frittiertes Zeug. Ich traue mich jetzt nicht überall was zu essen, aber es gibt schon geile Stände hier, wo man hier wirklich gut essen kann. Und es gibt auch sehr hygienische Stände, also sowohl teilweise auf der Straße, aber an der Straße in den Restaurants wirklich clean Areas. Ihr seht meine bessere Hälfte, die zerfließt gerade in dieser Hitze, hat sich ein Getränk mit Eis geholt und kühlt gerade ihren Hals. Es ist wirklich sehr heiß. Wir haben jetzt aktuell, ich glaube, 37 Grad. Es ist trocken zum Glück, also keine hohe Luftfeuchtigkeit, aber dennoch, es haut rein. Es haut einfach rein. Und wir als Europäer sind das gar nicht gewohnt. Wir hätten wahrscheinlich noch Stunden durch die Straßen laufen können, aber Bangkok hatte an diesem Tag noch einiges für uns vorbereitet. Also haben wir uns kurzerhand einen Tuk-Tuk geschnappt und sind zu unserem nächsten Ziel gefahren. Unser nächster Stopp war Wat Saket, auch bekannt als der Golden Mount von Bangkok. Und von dort oben sollte uns einer der schönsten Ausblicke auf die Stadt erwarten. Wir sind angekommen. Was für ein Erlebnis. Wenn ihr hier in Bangkok seid, schaut, dass ihr euch solche Tuk-Tuks nimmt. Es macht wirklich höllisch Spaß. Na, bye bye.
Wir sind bei unserem nächsten Spot angekommen, und zwar der Wat Saket, auch bekannt als Golden Mount. Der ist 80 Meter hoch, Leute. Also wirklich etwas Seltenes, was in Bangkok ist, weil in Bangkok ist normalerweise sehr flach. Das ist der aufgeschüttete Hügel, also ein künstlicher Hügel und einer der wichtigsten spirituellen Orte hier in Bangkok. Lass uns mal hochgehen und mal sehen, wie das da oben aussieht. Hier vorne kaufen wir uns die Tickets. Das kostet aktuell 100 Baht. Das sind aktuell 2,66 €, Leute. Hi, one person please. 100 Baht schaut so aus, Leute. Thank you very much. Die Hitze war mittlerweile wirklich nicht ohne. Direkt am Eingang wurde sogar ein feiner Sprühnebel installiert, damit sich die Besucher vor dem Aufstieg ein wenig abkühlen können. Bis zum Hügel sind es 344 Steps. Mal sehen, wie anstrengend das ist. Wir fangen jetzt mal an und laufen den Weg hoch. Ich finde, es ist schon sehr angenehm, weil am Anfang, am Eingang gibt es so Wasserfälle. Schön kühl mit der Brise. Oh, sehr einladend, Leute. Gefällt mir gut. Der erste Eindruck ist sympathisch. Schon auf den ersten Metern nach oben gibt es jede Menge zu entdecken. Entlang des Weges stehen kleine Buddha-Statuen mit freundlichen Gesichtern, daneben schwimmen Kois durch die Teiche und überall wirkt die Anlage unglaublich gepflegt. Dadurch fühlt sich der Aufstieg deutlich entspannter an, als man zunächst erwarten würde. Hier auf dem Weg zum Gipfel gibt es auch unzählige Glocken, die an der Seite angebracht sind. Und diese zu läuten, wie hier vorne zum Beispiel der Herr, die sollen Glück bringen. Deswegen, wenn ihr vorbeiläuft, schaut, dass ihr die anläutet. Neben den Glocken gibt es auch einen riesigen, großen, goldverzierten Gong. Und den soll man anscheinend läuten. Das versuchen wir jetzt mal. Mal sehen, ob ich das erwische. Wow. Was für ein Ton. Soll anscheinend auch Glück bringen. Mit jeder Stufe kamen wir dem Aussichtspunkt etwas näher. Obwohl wir uns mitten in Bangkok befinden, hört man hier plötzlich deutlich weniger vom Trubel der Stadt. Oben wird schnell deutlich, dass dieser Ort nicht nur wegen der Aussicht so beliebt ist. Viele Menschen beten hier, kleben Blattgold auf die Buddha-Statuen oder hinterlassen Münzen als Spende. Das verleiht dem Ort eine ganz besondere Atmosphäre. Wir befinden uns auf dem Dach vom Golden Mount und Leute, schaut euch mal diesen Ausblick an. Ist das nicht wunderbar? Die ganze Skyline von Bangkok. Ihr seht, wie groß diese Stadt ist. Wahnsinn. Hier auf dem Dach gibt es den sogenannten Chedi. Hier soll es nämlich, im Hintergrund seht ihr das, Reliquien vom Buddha geben. Und deswegen ist dieser Ort so besonders für die Gläubigen. Wow, ein schöner, schöner Ort mit geilem Ausblick über die Stadt. Wenn ihr herkommt, ein Ort, den ich euch definitiv empfehlen kann. Und ganz ehrlich, der Aufstieg hat sich definitiv gelohnt. Von hier oben hat man einen beeindruckenden Blick über Bangkok. Zwischen modernen Hochhäusern und alten Tempeln erkennt man erst, wie riesig diese Stadt eigentlich ist. Wow, was für ein Ort. Wir gehen jetzt mal runter. Es ist etwas eng hier. Passt auf eure Köpfe auf. Ich versuche hier mal runter zu gehen. Ist wirklich sehr eng. Aber wirklich ein geiler Spot. Ich bin sehr überrascht. Hat mir sehr gut gefallen. Kostet bloß 100 Baht. Ist wirklich nicht die Welt. Wenn ihr herkommt, schaut euch diesen Spot an und genießt diesen tollen Ausblick. Und genau deshalb gehört der Golden Mount für viele zu den schönsten Aussichtspunkten der Stadt. Nach der Hitze und bevor wir uns ins Chaos der Khao San Road stürzen, brauchten wir erst einmal eine kurze Kaffeepause. Also machten wir uns auf dem Weg zu einem Café, das uns empfohlen wurde. Wir sind bei unserem nächsten Spot angekommen für eine kleine Kaffeepause, und zwar hier im Jedi Coffee. Leute, das ist wirklich ein geiler Spot, und zwar, weil er direkt am Wasser liegt. Von der Straßenseite, wo wir gerade sind, ist ein bisschen was los, aber jetzt lass uns mal reingehen und einen kleinen Eiskaffee zur Abkühlung genießen. Während draußen das Chaos der Großstadt und der Hitze weiterging, herrschte hier eine angenehm ruhige Atmosphäre. Genau das Richtige für eine kurze Abkühlung und eine Pause. Schön klimatisiert. Schaut euch mal diese Atmosphäre an. Der Duft von frischem Kaffee, leise Gespräche und die moderne, aber dennoch gemütliche Atmosphäre machen den Laden zu einem perfekten Rückzugsort. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Café. Ich finde, schaut euch das einfach mal selber an. Hier wird der Kaffee zubereitet und für mich das absolute Highlight ist Folgendes. Und zwar, man kann hier rausgehen. Wir gehen jetzt mal kurz auf die Terrasse. Und diese Terrasse ist ein absoluter Secret Spot. Denn hier auf der Terrasse habt ihr die Möglichkeit, direkt aufs Wasser zu schauen und den Anblick zu genießen. Links und rechts ist der gesperrt. Das heißt, es ist ein definitiver Secret Spot hier. Mein kleiner Geheimtipp für euch, wenn ihr hier in Bangkok unterwegs seid, sucht euch diesen Spot aus und genießt diesen wundervollen Ausblick mit einem schönen Eiskaffee oder ein Getränk eurer Wahl. Nach unserer Kaffeepause ging es für uns weiter zur berühmten Khao San Road.
Eigentlich wollten wir uns erstmal nur anschauen, wie die Stimmung rund um das Songkran Festival ist. Wir sind jetzt in der Nähe vom Khao San Road und Leute, ihr merkt, es wird lauter und es wird schriller. Hier in der Khao San Road sind wir ja jetzt im sogenannten Wasserfest, Songkran, Neujahresfest hier in Thailand. Und ihr werdet sehen, es wird gerade ziemlich nass werden, aber wir gehen jetzt mal rein. Ich hoffe, meine Kamera nimmt keinen Schaden, die ist leider nicht ganz wasserfest, aber trotzdem, lass uns mal durchlaufen. No risk, no fun. Da laufen die ganzen Herrschaften mit ihren Wasserpistolen herum und machen die Leute nass. Und hier gibt es dann so Stationen, wo man sich dann die Wasserpistolen wieder aufladen kann, entweder mit Geld oder ohne Geld. Schon nach den ersten Metern wurde klar, dass man hier definitiv nicht trocken bleibt. Von allen Seiten fliegt das Wasser durch die Luft. Und dabei hat das eigentliche Songkran Festival noch nicht einmal richtig begonnen. Leute, echt eine nasse Angelegenheit, aber wir sind noch ein bisschen früh dran, weil ich da durchlaufen wollte und euch das hier mal zeigen wollte. Und dann haben wir plötzlich etwas gesehen. Mitten im Trubel lief plötzlich eine Frau an uns vorbei und putzte sich ganz entspannt die Hier Zähne. putzt die Zähne gerade, weil sie nass wird. Naja, Wasser gab's hier ja schließlich mehr als genug. Oh, von überall wird man angespritzt, Leute. Ui. Ich glaube, wir sollten jetzt hier so langsam rausgehen. Aber ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ich hoffe, wir kommen unbeschadet raus mit der Kamera. Die Stimmung ist einfach ansteckend und genau das macht Songkran so besonders. Überall lachen Menschen, feiern gemeinsam und machen sich gegenseitig nass. Und dann kamen wir an eine Stelle, an der es plötzlich kein Entkommen mehr gab. Ach du Scheiße. Links Wasser, rechts Wasser. Direkt von vorne gab es die volle Ladung. Also blieb nur noch die Flucht durch das Innere eines Ladens und von dort weiter in eine kleine Seitenstraße. So, meine Lieben, ich verlasse jetzt diesen Spot, weil es wird zu nass hier. Es ist einfach zu gefährlich mit der Kamera. Wow, wir wurden ein bisschen nass gespritzt, aber haben es halbwegs überstanden, ohne Schaden, ohne dass die Kamera kaputt geht. Natürlich meine eigene Schuld. Ich habe gewusst, dass ich da nass werde, aber ich wollte es euch unbedingt mal zeigen. Cooler Spot, hier im Songkran im Wasserfest herzukommen, kann ich euch nur empfehlen. Du schaust ein bisschen nass aus. Die haben dich voll erwischt. Okay, kann passieren. Ist ja Wasserfest. Wir laufen jetzt mal weiter in etwas trockenere Gegenden. Mal sehen, wie trocken wir bleiben, weil die ganze Stadt ist irgendwie im Wasserfestfieber. Also, let's go. Nachdem wir der Khao San Road halbwegs entkommen waren, haben wir uns ein Taxi geschnappt und sind Richtung Sukhumvit gefahren, einem der modernsten und bekanntesten Viertel Bangkoks. Wir sind jetzt im Stadtteil Sukhumvit angekommen und ihr merkt, die Gegend wird moderner und die Gebäude werden größer. Hier gibt es ganz spezielle Straßen, die berühmt-berüchtigten Ausgehviertel von Bangkok. Ich würde sagen, lasst uns mal gemeinsam durchlaufen. Ich versuche, so viel wie möglich für euch aufzunehmen. Auf geht's! Der Kontrast könnte kaum größer sein. Vor wenigen Minuten standen wir noch mitten im Songkran-Chaos und plötzlich befinden wir uns zwischen Hochhäusern, Einkaufszentren und den modernen Seiten Bangkoks. Aber auch hier wird Songkran gefeiert und überall wird man nass gespritzt. Leute, schaut euch mal an, wie die ausgestattet sind hier. Hier, das ist der Wagen hier, der hat hinten die Damen drauf und die sind komplett mit so Wassertanks ausgestattet. Da könnt ihr euch mal vorstellen, was die hier vorbereitet haben. Ich gehe mal nicht so nah ran, weil die schauen mich schon die ganze Zeit an und wollen mich nass machen. Aber so habt ihr es gerade live erlebt. Das passiert, wenn man hier unterwegs ist. Geil. Unser eigentliches Ziel für den Abend lag allerdings noch ein Stück vor uns. Also sind wir erstmal durch Sukhumvit geschlendert und haben die Atmosphäre auf uns wirken lassen. Also die ganze Stadt feiert irgendwie, es ist echt cool. Überall gibt es Locations, so etwas. Und da wird einfach mitten auf der Straße gefeiert. Es macht wirklich Spaß, hier in Sukhumvit herumzulaufen. Es ist eine coole Atmosphäre, es gibt wirklich viele Locations, auch Shopping-Center. Also am Abend einfach mal die Straße entlanglaufen, die Hauptmeile und den Ausblick oder die Straße genießen. Das ist wirklich ganz cool. Auf dem Weg sind wir dann noch zufällig über einen kleinen Streetfood-Markt gestolpert. Und natürlich war ich sofort motiviert, etwas Neues auszuprobieren. Hier sind wir in einer der unzähligen Streetfood-Markets, Nachtmärkte gelandet. Und Leute, schaut euch das mal an. Da gibt es wirklich coole Locations, interessantes Essen. Mal sehen, ob wir hier irgendwas kaufen werden. Schaut alles auf jeden Fall sehr spannend aus. Wow, also ich glaube, ich werde mir hier auf jeden Fall ein bisschen was gönnen. Zumindest war das der Plan, bis ich gesehen habe, was hier teilweise auf der Speisekarte stand. Wow Leute, schaut euch hier das mal an. Das sind so Würmer, Heuschrecken, Maden,
Skorpione. Ich habe keine Ahnung, ob ich sowas ausprobieren soll. Sagen wir es mal so, mein Abenteuergeist war in diesem Moment deutlich größer als mein Appetit. Ich esse wirklich gerne Streetfood, aber irgendwo ziehe ich auch meine Grenzen. Also ging es für uns weiter zu unserem eigentlichen Ziel für den Abend. Wir befinden uns jetzt hier in der Nähe des sogenannten Seoul Cowboy, einer der berühmtesten Straßen hier in Bangkok, wenn es um Nachtleben geht. Wir laufen da jetzt gemeinsam hin und schauen, dass wir da so gut wie möglich Aufnahmen machen und es euch zeigen. So, hier ist der Eingang, Leute, Seoul Cowboy, einer der berühmt-berüchtigsten Straßen in ganz Bangkok. Mal sehen, was hier so abgehen wird. Hier gibt es sehr, sehr viele Bars, wie ihr seht. Links und rechts viele Locations, wo man Bier trinken kann oder entspannt herumlaufen kann. Lass uns mal gemeinsam hier durchlaufen und mal sehen, was wir alles entdecken werden. Anscheinend sind sie nicht kamerascheu, sind wirklich sehr, sehr nett. Sobald die Sonne untergeht, verwandelt sich die gesamte Straße in ein einziges Meer aus Neonlichtern. Thank you. Ihr seht links und rechts, Leute, was hier abgeht. Links und rechts reiht sich hier eine Bar an die nächste, dazu laute Musik und jede Menge Menschen aus aller Welt. Die Seoul Cowboy ist nur wenige hundert Meter lang, trotzdem gehört sie zu den bekanntesten Straßen in ganz Bangkok. Schaut wirklich cool aus, auch diese ganzen Lichter da. Und natürlich viele, viele Frauen, die hier relativ spartanisch unterwegs sind, gehört anscheinend auch dazu. Bangkok hat unglaublich viele Gesichter und die Seoul Cowboy ist definitiv eines der außergewöhnlichsten davon. Gibt es hier viele, viele Bars, auch Go-Go-Bars anscheinend. Das ist Thailand, das ist Bangkok, Leute. Das ist echt verrückt. Ganz ehrlich, es ist schon spannend, diesen Ort einmal mit eigenen Augen zu sehen. Schaut auch cool aus. Was mir sehr gut gefällt, ist die Beleuchtung hier. Das schaut wirklich cool aus. Hier ist das berühmt-berüchtigte Kakadu. Ich glaube, alle von euch, die wissen wahrscheinlich, was da abgeht, wenn ihr diesen Namen schon mal gehört habt. Die Bar bzw. die Straße war nämlich bereits in mehreren internationalen Filmproduktionen zu sehen. Okay, das war's auch schon. Die Straße ist vorüber. Hier in dieser Straße, wie ihr seht, kann man wirklich Bier trinken, ein paar Go-Go-Bars besichtigen, wenn ihr wohl Lust auf sowas habt. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Was für eine Straße. Ihr habt gesehen, was dort los ist, Leute. Es ist wirklich verrückt. Eine spezielle Bar nach der anderen. Also, ich wollte euch das unbedingt mal zeigen. Es ist wirklich sehr interessant und sehr intensiv. Für mich, für meinen Geschmack, ehrlich gesagt, viel zu viel. Aber es ist mal sehr sehenswert, wenn man in Bangkok ist. Ist einer der berühmtesten Straßen hier. Nach diesem ereignisreichen Tag ging es für uns langsam zurück ins Hotel. Doch das eigentliche Highlight unserer Bangkok-Reise sollte uns erst am nächsten Morgen erwarten. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Wir sind wieder in den Straßen von Bangkok unterwegs und haben heute so einiges vor. Zuerst suchen wir uns mal ein Frühstückslokal und dann geht es weiter zu den geilen Spots dieser Stadt. Ich würde sagen, lasst uns einen geilen Tag verbringen. Auf geht's! Bevor unser nächstes Abenteuer begann, haben wir uns erstmal mit einem Frühstück gestärkt. Diesmal allerdings nicht mit Streetfood, sondern mit einem eher westlichen Frühstück im Sarnis. Geschmacklich gab es hier wirklich nichts zu meckern. Die Qualität war sehr gut und alles war schön angerichtet. Aber ganz ehrlich, der Preis hat uns dann doch etwas überrascht. Für unser Frühstück haben wir umgerechnet rund 30 € bezahlt. Für Bangkok ist das definitiv nicht günstig. Ob es den Preis wert war, muss man am Ende aber selber entscheiden. Frisch gestärkt verlassen wir jetzt diese Frühstückslocation. Es war echt ziemlich lecker, aber auch ziemlich teuer. Wir haben knapp 30 € gezahlt hier im Sarnis. Also es sind definitiv auch Western-Preise bzw. auch Western-Frühstück. Ja. Aber hat sehr gut geschmeckt. Wenn ihr mal Abwechslung braucht, könnt ihr hier gerne so etwas frühstücken. Wir fahren jetzt zu unserem nächsten Spot mit einem Grab und dann schauen wir mal, was uns alles so erwartet. Wir haben nämlich noch einiges vor. Der nächste Stop wird richtig, richtig cool, Leute. Hi. Gut gestärkt ging es danach aber zu einem der Highlights unserer Bangkok-Reise. Wir wollten uns ein privates Longtail-Boot mieten. Wir mussten aber erstmal herausfinden, wo. Wir sind jetzt gerade am Tha Tien Pier angekommen und versuchen jetzt die sogenannten Longtail-Boats zu finden. Die werden wir uns jetzt mieten, mal sehen, was die Preise sind. Wir werden da sicherlich ein bisschen handeln müssen, denn wir möchten eine kleine private Tour durch die Kanäle von Bangkok machen zu einem ganz berühmten, interessanten Spot, der vom Wasser aus zu erreichen ist. Der erste Mitarbeiter hat uns direkt zur falschen Stelle geschickt. Boat, yes. From this, okay. So not far away, walking. Left side. Here left side. Okay, thank you.
Der zweite wusste es zunächst auch nicht genau. Er hat dann aber kurzerhand andere Kollegen auf Thai gefragt und versucht, uns weiter zu helfen. คนเขาจองเรือหาเขามีไกด์โทรหาไกด์เลยค่ะมีไกด์ไหมไกด์แฮปโทรโฟนยัวไกด์ Am Ende sind wir dann doch noch an der richtigen Anlegestelle angekommen. Okay, thank you. Thank you. You This, want to go one way? yes, One way. yes. Usually Or my you can say one way or both ways. You can tell me both price. 1 hour and 15 minutes this time. 2,600. And if you want 50 minutes this time. Okay. Yes, if you go one way. Okay, if you one way. By What? long tail boat. Drop you that. Drive me Yes, there. Yes. Okay, this is good. That's fine for me. Okay? Okay. 1,600. Schließlich haben wir uns auf einen Preis geeinigt und ich habe gezahlt. Ganz ehrlich, im Nachhinein hatte ich allerdings das Gefühl, dass wahrscheinlich noch etwas Verhandlungsspielraum drin gewesen Thank you. wäre. Aber in diesem Moment Yes, perfekt. wollten wir eigentlich nur eins, endlich aufs Wasser. Hier am Pier, an dem Stand, kann man diese Longtail-Boote mieten. 1600 Watt zahlen wir jetzt, das sind so knapp 50 Euro. Und der wird uns jetzt einmal hinfahren und uns dort quasi droppen. Ich bin sehr gespannt, wie die Fahrt sein wird. Und genau da begann eines der Highlights unserer Zeit in Bangkok. Und so schauen diese Longtail-Boats aus, Leute. Geil, geil, geil. Ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Opa. Eine wackelige Angelegenheit, Leute. Man muss sehr vorsichtig sein. So, wir nehmen jetzt mal Platz. Oh. Hi. Wir sitzen jetzt in einem Longtail-Boot und fahren jetzt zu einem bestimmten Spot, der nur über das Kanal bzw. gut über das Kanal erreichbar ist. Ihr seht im Hintergrund die Sightseeing-Spots teilweise noch. Ich glaube, es wird eine geile Angelegenheit. Es macht jetzt schon Spaß. Mal sehen, wie die Tour sein wird. Rechts so Villen teilweise, schaut euch das mal an, mit eigenen Zugängen und dann aber auch ein bisschen günstiger. Diese Häuser, die direkt am Wasser sind, die fast schon so aussehen, als ob die irgendwie auseinanderbrechen. Oh, ist das geil hier. Mitten während der Fahrt wurde unser Boot plötzlich langsamer. Im ersten Moment dachten wir, dass vielleicht etwas mit dem Motor nicht stimmt. Hier gibt es dann anscheinend auch so Verkäufer, wo man dann ein paar Sachen kaufen kann. Sympathisch. Unser Fahrer hatte bei einem schwimmenden Hello, Händler hello. angehalten, der direkt vom Boot aus verschiedene Souvenirs und Getränke verkauft. Hier gibt's. This one, at the front. Okay? I take something. Should I take something? Which one? What is the price? What you want? You want this one? Have a look. Ui, ui, ui. The big I need size, the small, small small things. Yeah, am I? Huh? What? You see? What is the price for this, for I think 200 baht. 200. Yes, that's more 150. One for the side. Which one is 150? This one. Yes, 150. 200. Which one you like more? Ich glaube der, gell? Okay, I take this. You want a beer? No, 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 no. No alcohol. And around the fan? No, this is fine. Okay. 200 baht, yeah? One beer for the driver? One beer for the chauffeur? For the driver. One beer for the crew? No, that's fine. Thank you very much. You buy. So 100, Thank 200. Thank you. Have a good day. Bye, bye. Bye bye. Das war jetzt ein überraschender Besuch bei einem Verkäufer. Ich glaube, die haben miteinander verständigt, aber es ist vollkommen in Ordnung, 200 Baht auszugeben in so ein schönes Erlebnis. Macht man doch gerne, oder? Ich finde es echt sympathisch. Hat echt Spaß gemacht, beziehungsweise macht immer noch richtig Spaß hier zu fahren. Wirklich eine Empfehlung jetzt schon von meiner Seite aus. Wir kommen so langsam bei unserem Spot an. Wow, 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 Leute. Da vorne gleich werde ich euch das zeigen, wo wir jetzt hier sind. Wow, 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 Leute. Da ist nämlich der Spot. Schaut euch das mal an. Das ist der sogenannte Wat Phak Nam Pasi. Der ist 69 Meter hoch und über 300 Jahre alt. Selbst zwischen all den Gebäuden wirkt die Statue noch riesig. In diesem Moment wurde uns erst bewusst, wie gewaltig sie wirklich ist. Wir sind bei unserem Spot angekommen. Wir laufen jetzt zu dem Tempel, den ich euch gerade schon gezeigt habe, weil der ist sehr, sehr besonders. Aber jetzt muss man erstmal hier aussteigen, vorsichtig. Gib mir. Das ist eine wackelige Angelegenheit.
Thank you very much. Bye, 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 bye. So, jetzt haben wir uns von dem Herrn verabschiedet. Bye, bye. Und laufen jetzt zum Wat Phak Nam Pasi, diesen großen Buddha. An der Anlegestelle angekommen, machten wir uns zu Fuß auf den Weg zum Big Buddha. Der Weg führte uns zunächst durch lange überdachte Gänge und überraschend ruhige Bereiche der Tempelanlage. Wir laufen jetzt vom Pier diese überdachten Gänge entlang. Es ist irgendwie echt angenehm, hier jetzt gerade zu laufen. Hier gibt es dann auch irgendwie überall solche Mönche. Das ist anscheinend wirklich ein besonderer Ort. Gibt es dann auch irgendwie überall solche Eingänge. Wow, es ist irgendwie sehr schön, hier entlang zu laufen gerade. Kaum zu glauben, dass wir uns immer noch mitten in Bangkok befinden. Und mit jedem Schritt wurde die Vorfreude größer, denn irgendwo vor uns wartete eines der beeindruckendsten Wahrzeichen der Stadt. Wir sind ja hier unterwegs im Neujahresfest in Bangkok. Leute, schaut euch das mal an. Hier zum Beispiel ist eine wirklich sehr interessante Stelle. Hier kaufen die Herrschaften, die Personen Gold und bringen die hier an diesen Statuen an. Das ist echtes Blattgold. Schaut euch das mal an. Und das wird dann Schicht für Schicht aufgetragen und dann wird es immer mehr und mehr. Das ist eine Art Gar oder Spende, aber es ist Wahnsinn, wie viel Gold das ist. Wow. Wirklich, wirklich sehr interessant. Auch der Elefant da hinten ist komplett voller Gold. Solche Rituale begegnen einem in Thailand immer wieder und zeigen, welche Bedeutung der Buddhismus im Alltag vieler Menschen hat. Während wir weiter über die Tempelanlage liefen, wurden wir plötzlich von einem ganz besonderen Klang angezogen. Hunderte Menschen rezitierten gleichzeitig ihre Gebete und schufen damit eine Atmosphäre, die kaum in Worte zu fassen ist. Irgendwie wirkte dieser Moment fast schon magisch. Für einen Moment haben wir einfach nur zugehört und die Atmosphäre auf uns wirken lassen. Leute, hört ihr das? Die tun alle synchron rezitieren. Das hört sich irgendwie sehr gut an. Ich versuche jetzt mal ein bisschen leiser zu sein. Auch wenn die Gesänge unglaublich beeindruckend waren, wartete das eigentliche Highlight der Anlage noch auf uns und deshalb zogen wir weiter zum riesigen Big Buddha und dann standen wir plötzlich direkt davor. Jetzt sind wir beim absoluten Highlight angekommen und zwar beim sogenannten Wat Phak Nam Pasi. Ich stehe gerade am Fuß dessen und schaut euch das mal an. Wow, 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 ist der schön. Leute, der ist 300 Jahre alt und über 69 Meter hoch. Wow, das ist doch mal ein Anblick, oder? Es ist gerade so schön hier zu stehen. Das ist ein toller Anblick. Ich kann es euch nur empfehlen, hierher zu kommen. 69 Meter hoch, komplett in Gold und selbst aus der Nähe kaum vollständig mit der Kamera einzufangen. Erst wenn man die Menschen davor sieht oder direkt davor steht, erkennt man wirklich, wie gigantisch diese Statue eigentlich ist. Man soll auch anscheinend reingehen können. Wir werden jetzt mal hier den Eingang versuchen zu finden. Ich glaube, der ist in dieser Richtung. Und schauen wir mal, wie der Anblick von innen ist. Es soll nämlich ein absolut sensationeller Anblick drin sein mit tollen Farben. Let's go! Die eigentliche Überraschung wartete für uns im Inneren. Hier ist anscheinend der Eingang. Der ist quasi nicht direkt unter dem Buddha, sondern in einem Nebentempel oder Gebäude. Wow, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das da drin aussehen wird. Wir müssen jetzt hier einmal die Schuhe ausziehen. Das machen wir natürlich. Und dann geht's hoch. Sobald wir die Halle betreten haben, fühlte es sich fast an, als würden wir in eine andere Welt eintauchen. Wir sind jetzt oben angekommen im Tempel und Leute, schaut euch mal an, wie das hier aussieht. Es ist unglaublich schön. Und die Decke vor allem, schaut mal, wie das leuchtet. Ich hoffe, auf der Kamera kommt es gut rüber, aber ich glaube, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wahnsinn! Ich bin echt überrascht, wie schön das ist. Über uns erstreckte sich eine riesige Kuppel in Blau, Türkis und Grüntönen. Zusammen mit den leuchtenden Farben wirkte das Ganze fast wie ein Universum. Ganz ehrlich, mit so einem Anblick hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Es war eines dieser Orte, an denen man automatisch langsamer wird und einfach nur nach oben schaut. Für uns war das definitiv zusammen mit dem Big Buddha eines der beeindruckendsten Tempelmomente unserer gesamten Thailandreise. Wir verlassen jetzt diesen wunderschönen Tempel und diesen Ort und begeben uns so langsam wieder in die Stadt. Wow, ich muss schon sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön gewesen hier. Definitiv eine Empfehlung von meiner Seite aus. Schaut, dass ihr herkommt, gerne auf dem Wasserweg. Es ist einfach sehr sehenswert. Nach den vielen Eindrücken rund um den Wat Phak Nam machten wir uns wieder auf den Weg zurück in die Stadt.
Und ganz ehrlich, bei den Temperaturen hatten wir erstmal eine kleine Pause verdient. Vom ruhigen Tempel ging es für uns mitten hinein in die moderne Seite Bangkoks. Dafür haben wir uns einen ganz besonderen Coffeespot ausgesucht. Wir sind jetzt in der Stadt angekommen und werden jetzt einen kleinen Coffee-Stop machen. Und zwar in einem ganz besonderen Gebäudekomplex. Leute, schaut euch das mal an. Ziemlich hoch, oder? Da oben soll es nämlich einen bestimmten Kaffee geben, und zwar den Arabica. Das ist einer meiner Lieblingsketten auf der Welt. Das ist eigentlich meine Lieblingskette, kommt ursprünglich aus Japan. Wir fahren mal hoch und schauen mal, wie das aussehen wird. Hallo, zu Arabica together, yes, thank you. Thank you, thank you. Mit so einem Eingangsbereich hatten wir definitiv nicht gerechnet. Okay Leute, der Eingang ist hier. Ist das ein Aufzug? Moderne Designelemente und futuristische Klänge. Hier ist der Eingang zum Aufzug, haben die wirklich sehr schön gemacht. Spiegel, Lichteffekte, moderne Kunst und dazu passende Musik. Wow, wow, wow. To Arabica. Thank you. Fast wie eine kleine Reise in die Zukunft. Ich bin echt gespannt, wie es oben aussehen wird. Vor wenigen Minuten standen wir noch in einem Tempel, jetzt mitten in einem futuristischen Wolkenkratzer. Wir befinden uns hier im 55. Stock vom sogenannten Empire Tower. Und Leute, wow, was soll ich sagen? Schaut euch mal diesen Coffee-Spot an. Ist das nicht geil? Ich zeige euch mal den Ausblick. Der ist wirklich sensationell. Hier über die Skyline von Bangkok. Schön, oder? Gegenüber der Pixel Tower, sehr, sehr berühmt auch. Übrigens, der Eintritt ist hier kostenlos. Ihr müsst keinen einzigen Cent zahlen, außer das Kaffeegetränk selber. Hier gegenüber, im Manakon Skywalk beispielsweise, da kostet der Eintritt 30 € pro Person circa. Und das wollten wir uns jetzt ersparen. Das heißt, für euch Sparfüchse da draußen, kommt hierher, wenn ihr einen schönen Ausblick über Bangkok haben möchtet, weil das wollten wir haben, aber nicht extra irgendwie 30 € oder sowas zahlen. Nach unserer Kaffeepause wollten wir eigentlich noch kurz beim Siam Paragon vorbeischauen, doch schon auf dem Weg dorthin wurde schnell klar, dass Bangkok heute seine ganz eigenen Pläne hatte. Die Straßen waren komplett verstopft, weshalb wir unser Taxi kurzerhand verlassen und den Rest zu Fuß zurückgelegt haben. Wow, die Straßen sind so verstopft gerade, man kommt hier einfach nicht voran. Es ist alles komplett voller Stau, schaut euch das mal an. Überall von den Autos wird man nass gespritzt. Wir laufen jetzt mal hier in der Mitte entlang, weil die Straßen komplett verstopft sind. Und da ist Wasserschlacht, Leute. Die ganze Stadt ist nass, die ganze Stadt ist ausgestattet mit Wasserpistolen. Irgendwie echt cool gerade. Und kurz vor dem Einkaufszentrum erwartete uns die nächste Überraschung. Die Songkran-Feierlichkeiten waren mittlerweile in vollem Gange. Leute, schaut euch das mal an, wie es hier in Songkran im Wasserfestival abgeht, da unten zum Beispiel. Da sind die ganzen in dem Wasserpool da vom Einkaufszentrum hier, vom Siam Paragon übrigens. Und schaut mal, was da unten abgeht, wie die sich nass machen. Ist das geil, die ganzen Leute sind ausgestattet. Auch der Herr hier. Cool, alle ausgestattet mit Wasserpistolen, die ganze Area. Alle sind nass, einfach geiles Feeling, oder? Das ist Songkran, Leute. Überall wurde gelacht, getanzt und natürlich Wasser verspritzt. Sogar das Wasser aus dem Brunnen vor dem Einkaufszentrum wurde kurzerhand Teil der Wasserschlacht. Spätestens hier wurde uns klar, dass man während Songkran in Bangkok praktisch nirgendwo trocken bleibt. Wir haben uns jetzt ins Einkaufszentrum geflüchtet. Draußen geht die Post ab, wir brauchen aber noch ein bisschen was. Wenn ihr hier in Bangkok unterwegs seid und mal von der Hitze Pause braucht, übrigens, schnappt euch bzw. geht einfach in ein Einkaufszentrum. Es gibt wirklich unzählige von denen. Es gibt hier 4, 5 Stück gleich nebeneinander teilweise, wirklich große, luxuriöse. Hier zum Beispiel sind wir im sogenannten Siam Paragon. Da steht der Name. Ja. Ist einer der coolen, aber es gibt sehr, sehr viele, wie gesagt. Hier im Einkaufszentrum haben wir ein paar Besorgungen erledigt und uns kurz umgeschaut. Danach ging es für uns mit der BTS weiter zu unserem nächsten Ziel, dem Universitätsviertel Chula. So, wir fahren jetzt eine Station weiter zu einem Nachtmarkt. Mal sehen, was dort uns noch erwartet. Hier, schaut euch mal an, sogar die ganzen U-Bahn bzw. S-Bahn sind nass. All die Leute sind plitschnass. Die haben auch hier drin anscheinend Wasserschlachten durchgeführt. Aber jetzt zum Glück nicht mehr gerade. Wir haben es geschafft, relativ trocken hier rauszukommen. Ich habe mir nur ein neues T-Shirt geholt. War noch kurz einkaufen, weil ein bisschen was haben wir noch abbekommen. Eigentlich hatten wir erwartet, dort einfach ein bisschen durch die Gegend zu laufen und die Atmosphäre zu genießen.
Doch das Viertel hatte an diesem Tag ganz andere Pläne mit uns. Wir sind jetzt im Chulalongkorn Univiertel von Bangkok angekommen und hier ist schon einiges los, wie ihr seht. Hier gibt es wirklich super viele Locations, viele Leute, viele junge Leute vor allem, typisch Univiertel eben. Und mal sehen, was diese Straßen so zeigen. Ich bin sehr gespannt. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: nur wenige Minuten später sollten wir mitten in einer der verrücktesten Szenen unserer gesamten Bangkok-Reise landen. Hier im Univiertel von Bangkok macht es wirklich Spaß herumzulaufen. Es gibt hier super viele Läden, es ist auch einiges los, wie ihr seht. Schaut es mal an, hier zum Beispiel gegenüber super viele Läden. Die ganze Straße geht hier runter. Da spritzt auch überall mal wieder das Wasser, weil ja Songkran ist. Aber es ist wirklich cool hier, es macht echt Spaß, sehr angenehm. Es macht einfach Spaß, hier herumzulaufen. Man kann wirklich überall was essen. Uiuiui, der eine macht uns nass. Die ganze Straße wird nass. Geil, macht echt Spaß. Leute, wollt ihr mal eine Wasserverkaufsstelle sehen? Ich zeige euch mal das. Das ist so ein kleiner Stand hier, der verkauft Wasser mit so einem Pool. Ist richtig cool. Verrückt. Ihr seht, Leute, hier, wie es abgeht. Es ist echt cool. Sind einfach gut drauf, die Leute. Man kann hier wirklich nicht vorbeilaufen, ohne nass zu werden. Die haben wirklich Missionen. Die haben hier so einen Pool aufgebaut, wo sie dann quasi die ganzen Leute, die Autos nass machen. Ich muss noch aufpassen, dass sie nicht auf mich gehen. Aber der Herr da, der hat eine Mission, seht ihr? Er macht irgendwie jeden nass hier. Geil, oder? Was sagt ihr? Das gefällt mir echt. Alle sind gut drauf, das ist so cool. Auf dem Weg durch das Viertel kamen wir dann noch an einem kleinen Streetfood-Markt vorbei. Und ehrlich gesagt dachte ich nach den Skorpionen und Würmern vom Vortag, dass mich inzwischen nichts mehr überraschen kann. Tja, falsch gedacht. Also eine Kuriosität habe ich hier gefunden, schaut euch das mal an, das sind so lebendige Shrimps. Ich musste erstmal kurz stehen bleiben und mir anschauen, was hier eigentlich gerade passiert. In diesem Moment war ich mir nicht ganz sicher, ob ich beeindruckt oder leicht schockiert sein sollte. Die Dame peppte den Salat mit Gewürzen und Zucker und anderen Sachen auf und danach kamen die Garnelen. Und Leute, schaut euch das an. Ganz frisch, direkt aus dem Becken springen sie herum. Bangkok schaffte es wirklich, immer wieder einen zu überraschen. Und dann kamen wir zu einem der verrücktesten Szenen unserer gesamten Bangkok-Reise. Mitten auf der Straße lief eine regelrechte Wasserschlacht zwischen zwei Teams. Und ganz ehrlich, ab diesem Zeitpunkt gab es für uns nur noch eins zu tun: genießt den Fight. Sind die geil? Hier ist eine Wahnsinns-Wasserschlacht, schaut euch das an. Wie geil ist denn das? Ich muss nur aufpassen, dass ihr das macht. Einmal Wasserkrieg. Das ist Songkran, Leute, das ist Wasserfest in Thailand. Geil. Oh, yo, jetzt hast du mich auch erwischt. Okay, die sind wirklich nass geworden. Wow, das war ein Battle. Und Rückzug. Ja, sind wieder abgehauen. Die hier rechts haben gewonnen. Wow, das ist wirklich Wahnsinn, was hier abgeht. No, nicht das. Die machen mich auch noch nass. Ich habe die Kamera in der Hand, aber egal. Naja, mich hat es jetzt leicht erwischt, aber nicht schlimm, ich bin noch gut davon gekommen. Hier ist wieder so eine Station, wo aufgefüllt wird. Da wird gepackt. Oh, scheiße. Jetzt haben die mich wieder erwischt. Ach Mann, oh Mann. Ich werde immer nasser und nasser hier. Und wer noch nicht nass genug ist, kommt hierher. Schaut mal, Boden, komplett Überschwemmung. Und da hinten geht's ab, Leute. Mitten auf der Straße wurden riesige Wasserfontänen aufgebaut und es entstand eine riesige Party. Unzählige Menschen standen gemeinsam unter den Wasserstrahlen, tanzten zur Musik und feierten einfach den Moment. Es wirkte fast wie ein riesiger Flashmob und gleichzeitig war es einer der verrücktesten Anblicke unserer gesamten Bangkok-Reise. Genau solche Momente machen Reisen unvergesslich. Ist das geil, hier durchzulaufen? Es macht echt Spaß. Man wird nass, aber das gehört einfach dazu. Langsam verlässt mich meine Stimme. Es ist so laut hier, aber ich versuche noch ein bisschen durchzuhalten. Mit diesem verrückten Songkran-Erlebnis endete unser letzter kompletter Tag in Bangkok. Doch bevor wir die Stadt verlassen mussten, hatten wir noch einen halben Tag Zeit und den wollten wir natürlich noch bestmöglich nutzen. Unser Flug ging zwar erst später am Tag, aber an Ausschlafen war trotzdem nicht zu denken. Denn auf unserer Liste standen noch einige Orte, die wir unbedingt sehen wollten. Also starten wir den Tag mit einem typisch thailändischen Frühstück. Ein sehr beliebtes Streetfood in Bangkok ist oder beziehungsweise sind die sogenannten Boat Noodles.
Hier im Nadiwat Boatnoodle soll es nämlich sehr besondere geben. Der Laden ist sehr hygienisch, da habe ich schon mal einen kurzen Blick reingeworfen. Lass uns mal gemeinsam herausfinden, wie das schmeckt. Auf geht's. Bevor wir Bangkok verlassen mussten, wollten wir noch ein letztes Mal typisch thailändisch frühstücken. Deshalb führte unser Weg zu einem Restaurant, das für seine Boat Noodles bekannt ist. Boat Noodles gehören zu den bekanntesten Nudelgerichten Thailands und wurden früher tatsächlich von kleinen Booten aus verkauft. Ich muss schon sagen, es ist wirklich ein sehr hygienischer Ort. Schaut euch das mal an, also es gefällt mir sehr gut. Da werden gerade unsere Gerichte zubereitet von diesem Herrn. Wow, das sieht doch richtig gut aus, oder? Was sagt ihr? Dann standen die Boat Noodles schon vor uns. Schon der erste Bissen hat uns überzeugt. Oh mein Gott, ist das lecker. Wow. Das Rindfleisch war unglaublich zart und die Brühe hatte einen intensiven, würzigen Geschmack. Zusammen mit den Nudeln entstand eine Kombination, die einfach perfekt funktioniert hat. Definitiv ein gelungener Start in unseren letzten Tag in Bangkok. Als wir gerade bezahlen und gehen wollten, passierte dann noch etwas völlig Unerwartetes. Ein Mitarbeiter fragte mich, ob ich an einem traditionellen Ritual zum thailändischen Neujahresfest teilnehmen möchte. So, der Herr hat mir jetzt angeboten, noch irgendein Ritual mit mir zu machen, weil ja hier Jahres- oder Wasserfest ist, Sokran. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mich da jetzt eingelassen habe, aber let's go. I make like this? Yeah. Okay. And then you make a water, and then you bath the Buddha on the Okay, then I will do that. Thank you. Ja, habt ihr gerade mitbekommen? Also, wir tun jetzt erstmal uns was wünschen. Dann nehmen wir hier wegen dem Sokran, dem Wasserfest, hier einmal das Wasser mit rein. Schaut mal hier an. Und das schütten wir dann hier über den Buddha. Das soll nämlich Glück bringen. Voila. Thank you. Thank you. Bye, bye. Gestärkt gehen wir jetzt weiter. Es hat wirklich sehr gut geschmeckt. Ein ganz unscheinbarer Laden in einer unscheinbaren Straße hier. Schaut euch das mal an. Wirklich cool. So ein absoluter Insider meiner Meinung nach. Genauso muss das sein. Und was mir vor allem gefallen hat, die waren so hygienisch. Ihr habt es auf den Videos gesehen. Das war wirklich sehr sauber. Cool. Hat mir echt gefallen. Also, mal sehen, was der Tag noch so bringt. Wir haben noch ein paar Stündchen vor uns. Nach dem Frühstück ging es für uns mit dem Taxi zu dem Ort, auf den wir uns an diesem Tag am meisten gefreut hatten. Talat Noi. So, wir sind bei unserem nächsten Spot angekommen hier und Leute, das wird jetzt sehr cool und kreativ. Ich habe schon einiges darüber gelesen und zwar sind wir hier in der Talat Noi Street Art, besser bekannt dafür. Und wir laufen jetzt mal diese Straßen hier entlang, mal sehen, was uns alles erwartet wird. Ich glaube, das Viertel, soweit ich richtig informiert bin, ist so eine kleine, cozy Street Art Straße, wo man auch in so geilen kleinen Cafés ein bisschen auch in Ruhe entspannen kann und sich was gönnen kann. Wir werden auf jeden Fall einen Kaffee trinken irgendwo und hier einfach ein bisschen herumschlendern. Eines der ältesten Viertel Bangkoks, bekannt für seine Street Art, versteckten Gassen und seinen ganz eigenen Charme. Dieses Viertel ist auch sehr bekannt für ihre Autowerkstätten. Schaut euch das mal an, hier an den Straßen gibt es dann irgendwelche Getriebe oder sowas in der Art, die da herumliegen. Und jetzt kommen wir so langsam nämlich auf unsere Hauptstraße an. Schaut euch das mal an. Oh wow, Transformers lässt grüßen. Geil, Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Ist ja wirklich so komplett aus Metall und Stahl. Krass. Wow, 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 auch so Elefanten. Schaut das nicht gut aus? Schon nach den ersten Metern wurde klar, dass dieser Stadtteil komplett anders ist als alles andere, was wir in Bangkok gesehen haben. Es macht echt Spaß, hier herumzulaufen. Es ist irgendwie echt eine schöne, kreative Straße. Ich bin jetzt gespannt, wo jetzt noch diese Graffitis und Wandmalereien sind. Die sollen nämlich auch sehr besonders sein. Hier gibt es keine riesigen Tempel und keine modernen Wolkenkratzer. Stattdessen findet man kleine Werkstätten, alte Häuser und an fast jeder Ecke etwas Neues zu entdecken. Wir sind angekommen, schaut euch das mal an. Hier ist der Eingang und da laufen wir jetzt mal gemeinsam durch. Mal sehen, was es dort für Malereien und Ausstellungen bzw. Street Art gibt. Schaut euch das an, wie das aussieht. Das gefällt mir sehr. Auch der Kontrast gerade mit dem Hochhaus da hinten, irgendwie cool. Ihr seht dann hier zum Beispiel diese Wandmalereien, Graffitis, auch rechts dann verschiedene Bilder, so eine Bilderausstellung hier zum Beispiel. Wie findet ihr das? Also mir gefällt es ehrlich gesagt. Wenn es nicht so heiß wäre, dann würde es ja noch mehr Spaß machen, aber es gefällt mir trotzdem. Irgendwie hatte diese Straße etwas Sympathisches.
Zwischen Street Art, kleinen Cafés und den alten Häusern herrschte eine entspannte Atmosphäre, die man in Bangkok nicht überall findet. Keine große Sehenswürdigkeit, sondern einfach eine Straße mit viel Charakter und einer besonderen Stimmung. Und dann sind wir an einem Schild vorbeigelaufen mit dem Namen Mother's Roastery Café. Hier ist ja der Eingang zu den Café Mother Roasters. Mal sehen, wie es da drin aussieht. Ich bin echt gespannt. Leute, der Eingang, der schaut irgendwie schon crazy aus. Hier rechts alles mögliche an mechanischen Gerätschaften. Aber hier riecht es extrem nach Kaffeegeschmack. Auch da hinten. Dann gibt es hier irgendwie so einen Laden. So einen kleinen Souvenirladen. Und hier ist anscheinend der Eingang. Oh wow, was ist das denn für ein Hidden Point? Wahnsinn, schaut euch mal an, was die da alles hinten reingeschmissen haben. Alles mögliche an Reifen. Schaut irgendwie echt durcheinander aus. Aber wir laufen da jetzt mal hoch. Irgendwie crazy, oder? Ich finde das hier echt spannend gerade. Aber mal sehen, was uns da oben erwartet. Ich hoffe, es ist halbwegs lecker. Aber ich glaube, das wird geil. Wow, wow, wow. Schaut euch mal an hier. Sind wir im Außenbereich, Terrasse. Und hier geht es dann die Tür rein. Und hier sind wir im Café. Leute, was für ein Secret Spot hier. Wie geil ist das denn? Sowas gefällt mir. Ich liebe solche Spots. Wenn man sowas entdeckt, das macht einfach Spaß. Oben angekommen haben wir uns erstmal einen Kaffee bestellt und die besondere Atmosphäre auf uns wirken lassen. Irgendwie passte dieser Ort perfekt zu Talat Neu, versteckt, gemütlich und voller Charakter. Dieser Laden hier heißt Mother Roaster, weil es eine Dame gibt, die hier Barista ist und über 70 Jahre alt ist. Und zwar die da hinten. Schaut euch das mal an. Da ist die Dame, die 70-Jährige, die hinter der Bar steht und ihre Kaffees noch weiterhin zubereitet. Wirklich cool. Cooler Name, sehr sympathisch. So, wir verlassen jetzt diesen Secret Spot und gehen weiter auf die Straßen. Wow, geiles Erlebnis. Also hat mir wieder auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ich kann es definitiv empfehlen. Ist wirklich eine besondere Atmosphäre hier. Nachdem wir unseren Kaffee ausgetrunken hatten, sind wir noch etwas durch Talat Neu geschlendert und haben die letzten Eindrücke dieses besonderen Viertels aufgesogen. Es gibt auch so kleine versteckte Gassen. Schaut euch das mal an. Wirklich sehr sympathisch. Und die Türen hier, wie das hier aussieht, als ob die gleich auseinanderbrechen, mit so Stacheldraht versehen. Aber oben, da leben noch Leute. Wahnsinn. Irgendwie echt sympathisch. Sind auch so alles so Eingänge von Wohnungen teilweise oder irgendwelchen Räumlichkeiten. Kann man natürlich sehr schwer irgendwie eingrenzen. Traut euch auch gerne mal in die Seitengassen rein. Jetzt sind wir in so einem richtig Local Area gelandet. Wow. Schaut euch mal an, das schaut aus wie so eine alte Kirche. Danach machten wir uns auf den Weg zum Pier, um mit der Fähre auf die andere Seite des Flusses überzusetzen. Wir haben jetzt Talat Neu hinter uns gelassen und gehen zum nächsten Spot. Und zwar wird es jetzt ein Einkaufszentrum. Oh wow, ein bisschen eng hier. Der Einkaufszentrum ist einer der modernsten und direkt am Wasser, am Fluss, am River hier von Bangkok. Die Einkaufszentren hier in Bangkok sind wirklich sehr, sehr besonders. Es gibt ein paar moderne. Wir gehen jetzt in das sogenannte Ikon Siam. Ich möchte euch mal zeigen, wie geil das ist und was für ein Unterschied das zu den Einkaufszentren bei uns in Deutschland sind, weil das kann man absolut nicht vergleichen. Genau deshalb wollten wir uns das Ikon Siam zumindest noch kurz anschauen. Nicht unbedingt zum Shoppen, sondern um einen Eindruck davon zu bekommen, wie beeindruckend diese riesigen Einkaufszentren hier tatsächlich sind. Wir möchten jetzt hier von der Pier vom Talat Neu rübersetzen auf die sogenannte Pier von Ikon Siam vom Shopping Center. Und hier sind wir gerade angekommen. Schaut so aus, als ob das 10 Baht kostet. Nur eine kleine Überfahrt. Eine günstige Variante, auch mal auf dem Fluss unterwegs zu sein, auch wenn es vielleicht nur ganz kurz ist. Hier geben wir das Ganze ab. 2 people, please. So eine kleine Überführung anscheinend. Schaut so aus. Der fährt jetzt quasi uns rüber auf die andere Seite. Da ist nämlich der Ikon Siam. Da wollen wir hin. Und dann ging es auch schon los und wir sind aufs Boot. Hier in Bangkok wird euch vor allem ein Bild oder eine Person sehr häufig antreffen. Und zwar der König oder auch Personen der Königsfamilie. Warum ist das hier denn so in Bangkok so wichtig? Das hat einen Hintergrund. Der Königsfamilie ist ja eine konstitutionelle Monarchie hier, also sehr wichtige Angelegenheit für die Thailänder. Und es gilt als Staatsoberhaupt und auch als religiöses Oberhaupt hier in Bangkok. Deshalb wird die Person hier in vielen Locations weiterhin sehr stark verehrt und überall gibt es auch Bilder von diesen Königsfamilien, nur dass ihr Bescheid wisst.
Der ist übrigens auch sehr gerne in Deutschland. Ich glaube, am Starnberger See hat er sein Anwesen, wenn er mal Pause von Thailand braucht. Er hat auch einen etwas sehr interessanten Lebensstil, aber wirkt sehr sympathisch. Wir sind ja aktuell im Songkran weiterhin hier zum Wasserfest, Neujahresfest hier in Bangkok. Und natürlich gibt es hier einige Leute, die weiterhin mit ihren Pistolen herumlaufen. Wasserpistolen in dem Fall natürlich. Und mal sehen. Ah, der Herr möchte einmal in meine Tasche schauen. Schauen wir mal. Okay, thank you. Thank you. Also Sicherheit wird in diesem Einkaufszentrum anscheinend groß geschrieben. Und ihr seht, wir sind jetzt hier auf dem Gelände drauf. Ich hoffe, ich werde nicht nass. Ich habe gar keine Lust, jetzt nass zu werden. Ich habe auch nichts zum Wechseln dabei. Aber ihr seht, auch hier Songkran Wasserfestival ist am Laufen. Das Neujahresfest hier in Bangkok in Thailand. Und hier gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten, das Wasser aufzufüllen. Die machen jetzt gerade alle Pause anscheinend, was mir natürlich sehr gut gefällt, weil ich habe keine Lust, jetzt hier nass zu werden. Und man wird natürlich voll gespritzt. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht nass werde. Scheiße, jetzt haben die mich natürlich erwischt. Oh Mann, man wird hier nass. Genau das wollte ich verhindern, aber was soll man machen, es gehört dazu. Einmal nass gespritzt. Ich werde mir dann drin wahrscheinlich gleich noch mal ein Shirt holen. Ihr seht, hier laufen alle mit ihren Wasserpistolen herum. Der Boden sieht sehr, sehr nass aus, oder? Alles überschwemmt hier. Wir wollen aber ins Einkaufszentrum. Ich möchte euch mal die Einkaufszentren hier in Bangkok in Thailand zeigen. Die sind nicht zu vergleichen mit denen in Deutschland. Ich vergleiche es gerne mal so. Ein Deutschland-Einkaufszentrum hat so circa 3-Sterne-Hotel-Stil. Und hier in Bangkok, die haben so 5 bis 6 Sterne. Es ist sowas von modern. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Und ganz ehrlich, schon nach den ersten Minuten versteht man, was ich meine. Das hier fühlt sich deutlich mehr nach Luxushotel an, als nach klassischem Einkaufszentrum. Überall moderne Architektur, aufwendig gestaltete Bereiche und eine Atmosphäre, die man eher aus Dubai, Singapur oder den Emiraten erwarten würde. Und genau hier wollten wir unsere letzten Momente in Bangkok verbringen, bevor es für uns zum Flughafen ging. Hier im 7. Stock vom Ikon Siam soll es einen tollen Ausblick auf einer Terrasse geben. Aber schaut euch das erstmal an. Hier in der Mitte so ein Wasserfall. Wie schön das gemacht ist, wie so ein Regenwasserfall. Wow, 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 in so kreisförmig. Wirklich sehr schön. Dieses Einkaufszentrum ist einfach schick. So, jetzt gehen wir nämlich auf die Terrasse raus. Und damit stand für uns einer der letzten Programmpunkte unserer Bangkok-Reise an. Bevor es für uns zum Flughafen ging, wollten wir Bangkok noch ein letztes Mal von oben erleben. Leute, schaut euch das mal an hier. Geil, oder? Gefällt mir echt gut hier. Man hat einen schönen Ausblick über die Skyline von Bangkok. Ich finde, die Stadt ist wirklich sehr schön, sehr vielseitig, facettenreich. Man hat wirklich viele Möglichkeiten, hier unterwegs zu sein. Sowohl die Sightseeing-Spots, kulturelle Sachen, sowohl eben auch solche modernen Bauten wie hier im Ikon Siam mit diesem tollen Ausblick da hinten. Cool. Ein letzter Blick auf diese faszinierende Stadt. Wow. Wir verlassen jetzt dieses Einkaufszentrum Ikon Siam. Wow, was soll ich sagen, das ist wirklich ein phänomenales Einkaufszentrum. Gibt es wirklich einiges zu erleben. Wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr gerne hier mal vorbeischauen. Ich kann es euch nur empfehlen, vor allem es ist klimatisiert, bei den heißen Tagen definitiv ein cooler Spot. Also, wir laufen jetzt mal runter zu unserem Taxi, denn es geht jetzt zum Flughafen. Das war es erstmal von unserer Bangkok-Serie. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da. Die nächsten Folgen nicht verpassen, denn es geht nach Singapur, Leute. Wir sehen uns dann, wenn wir vor Ort sind, vielleicht noch auf dem Weg. Bis bald. Ciao.